Es ist der 31. Dezember. Guten Morgen. Heute ist der letzte Tag des Jahres. Heute ist Silvester und ich nehme dich mit durch meinen Tag. Natürlich starte ich den Tag mit Kaffee. Ich mache Kaffee für mich, meinen Mann und meine Schwiegermutter. Denn dieses Jahr verbringen wir die Feiertage mit unserer Familie in Mexiko. Wo und wie feierst du das Jahresende? Schreib das gern in die Kommentare. Jetzt wasche ich den Milchaufschäumer per Hand, also mit der Hand und nicht im Geschirrspüler, der Geschirrspüler. Ich gebe die Milch zurück in den Kühlschrank. Zum Frühstück mache ich Obstsalat. Ich schäle eine Banane, eine Kiwi und eine halbe Grapefruit. Dann schneide ich das Obst in kleine Stücke. Das geschnittene Obst gebe ich in eine Schüssel. Die Kiwi. Die Kiwi schmeckt süß und leicht säuerlich. Die Banane. Die Banane schmeckt süßer als die Kiwi. Die Grapefruit. Die Grapefruit ist nicht süß. Die Grapefruit schmeckt bitter. Aber dafür ist sie reich an Vitamin C. Ich trinke ein Glas Wasser. Jetzt wasche ich mein Gesicht und setze die Kontaktlinsen ein. Die Kontaktlinse. Ich leere den Kontaktlinsenbehälter und putze die Zähne. Und jetzt geht's ab ins Fitnessstudio. Wir starten mit Aufwärmübungen. Wir wärmen den Körper auf. Heute trainieren wir den Rücken, die Schultern, die Brust und die Bauchmuskeln. Mein Neujahrsvorsatz lautet, mehr Sport zu treiben. Hast du einen Neujahrsvorsatz, ein Ziel, das du erreichen möchtest? Wir sind fertig mit dem letzten Workout des Jahres. Ich schwitze ein bisschen, der Schweiß. Ich dusche mich und ziehe mich um. Ich muss meine Nägel machen. Ich brauche Nagellackentferner und Nagellack. Ich schneide die Nagellackpads auseinander. Ich schneide die Pads in kleinere Stücke. Ich lege die Pads auf meine Nägel und entferne damit den Nagellack. Ich schüttle den Nagellack und lackiere meine Nägel. Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger. Mein zweites Frühstück besteht aus Rührei mit Spinat und Hackfleisch. Nach dem Frühstück gehen wir spazieren.
Wir gehen Gassi. Rafa ist eine Hündin, ein Dachshund oder kurz gesagt Dackel. Ich sitze auf dem Sofa und bespreche den heutigen Tag. Wir müssen einkaufen gehen, also schreibe ich eine Einkaufsliste. Wir fahren zum Supermarkt. Im Supermarkt gibt es eine große Obst- und Gemüseabteilung. Wir müssen aber in die Grillabteilung, denn heute Abend grillen wir. Wir brauchen ein Feuerzeug und Grillanzünder. Wir stehen an der Kasse, bezahlen den Einkauf und gehen zurück zum Auto. Wir geben die Einkaufstüte in den Kofferraum, der Kofferraum. Wir halten an der Tankstelle. Wir tanken das Auto. Wir fahren zu einem Restaurant und bestellen Essen zum Mitnehmen. Jetzt fahren wir zurück nach Hause. Ich bin so hungrig. Gleich gibt es etwas zu essen. Heute gibt es Fischtacos und Meeresfrüchte. Nach dem Mittagessen machen wir Kartoffelsalat. Ich schäle die gekochten Kartoffeln und schneide sie in dünne Scheiben. Ich gebe die Kartoffelscheiben in eine Schüssel. Dann nehme ich eine große rote Zwiebel. Ich schneide die Enden ab und schäle die Zwiebel. Alex halbiert die Zwiebel zuerst und schneidet sie dann in kleine Würfel. Er gibt die Zwiebeln in die Schüssel. Zusätzlich kommen Essiggurken in den Kartoffelsalat. Ich mache den Kartoffelsalat mit Mayo, mit relativ viel Mayonnaise und Senf. Ich hacke etwas Petersilie und gebe die Petersilie in den Kartoffelsalat. Und noch ein Schuss Essiggurkenwasser und dann wird abgeschmeckt. Der Kartoffelsalat ist fertig und ich glaube, dass Raffi auch Hunger bekommen hat. Die Tische sind gedeckt und die Gäste sind da. Alex steht am Grill. Es gibt Würstchen, Gemüsespieße, Fleisch, Chilis im Speckmantel und Nopal, Feigenkaktus. Das Gegrillte kommt in die Aluschüssel. Alle helfen zusammen. Als Nachspeise gibt es Kuchen und um Mitternacht werden 12 Weintrauben gegessen. Wir öffnen eine Sektflasche, wünschen uns ein frohes neues Jahr und stoßen auf ein gesundes und gutes neues Jahr an. Es gibt einige Feuerwerke. Es werden viele Feuerwerksraketen geschossen. In den Häusern wird gefeiert, getanzt und gelacht.
ein frohes, neues, gesundes Jahr. Das wünsche ich dir von Herzen.